Zwischen dem KaDeWe und dem Rathaus Schöneberg befindet sich das Bayerische Viertel. Und genau genommen sind wir deswegen heute in gleich zwei Bezirken unterwegs. Entlang der Bamberger Straße gibt es nämlich eine Schöneberger und eine Wilmersdorfer Seite. Die Bewohner des Viertels waren traditionell immer die etwas besser betuchten Berliner. Darunter Albert Einstein, Erich Fromm, Gottfried Benn, Emanuel Lasker oder Rudolf Breitscheid. Auch Marcel Reich-Ranitzky ist hier groß geworden. Zur Geschichte des Bayerischen Viertels gehört aber auch der Holocaust. Von den 16.000 jüdischen Einwohnern wurden 1943 ca. 6.000 in nationalsozialistische Vernichtungslager deportiert. Während des Zweiten Weltkrieges wurde von diesem Kiez ca. 3/4 zerstört. Aber auch die legendäre Rede John F. Kennedys 1963 fand hier vor dem Rathaus Schöneberg statt, was bis in die 90er Jahre hinein der Sitz des Abgeordnetenhauses und auch des Bürgermeisters war. Unter anderem sind wir heute zu Gast bei den Scooterhelden hier in der Martin-Luther-Straße. Was diese E-Mobility-Experten hier so seit 6 Jahren treiben, schauen wir uns jetzt genauer an. Hallo Marcel, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, sehr gern. Euch gibt es seit 2014, also seit 6 Jahren. Wie hat das denn mit eurem Laden angefangen? Ja, tatsächlich war ich früher mal Autoverkäufer, bin mit dem E-Scooter immer zur Arbeit gefahren und wurde so oft darauf angesprochen, dass ich gesagt habe, ey, daraus musst du ein Business machen. Geguckt, getan, es gab kein Business in Berlin zum Thema E-Mobilität. Und dann habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht mit meinem ersten E-Scooter, mit meinem ersten YouTube-Video und daraus hat sich dann mittlerweile im Prinzip dieses Business hier in Schöneberg entwickelt. Ja, wir haben mittlerweile 8 Angestellte, verkaufen 2000 Roller im Jahr und drehen auch fleißig unsere Videos zu dem Thema, um es einfach im Prinzip draußen präsent darstellen zu können. Das heißt, was bekommt man hier alles? E-Scooter, E-Roller, was bekomme ich bei euch? Also im Prinzip kriegst du alles bei uns. Du kriegst vom elektrischen Einrad bis zum Skateboard, bis zum E-Scooter, bis zum E-Roller, bis zum E-Motorrad, kriegst du eigentlich alles bei uns. In einer Welt, wo man heutzutage ja alles online kaufen kann. Ich kriege ja wirklich alles, was ich möchte. Warum komme ich in so einen Laden zu euch und brauche eine Fachberatung? Die Leute haben sich an Amazon und Co. gewöhnt in dem Fall. Und jetzt gehen viele wieder zurück und wollen diesen Mittelstand auch unterstützen. Ne? Die Leute kommen in die Läden, die wollen mal wieder Personality haben, die wollen es ausprobieren. Ja? Die wollen das Feeling haben und vielleicht auch die Beratung und den After-Sales. Und genau darum geht es am Ende. Ihr habt ja außer der Tatsache, dass ihr verkauft, auch eine Werkstatt hinten. Kann ich hierher kommen, wenn ich irgendwelche Probleme habe, mir repariert oder wofür habt ihr die? Genau. Also wir machen auch den Service, wir machen auch Verleih. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal Firmen haben, die gerne mal ein paar Fahrzeuge mieten wollen, ja, auch Filmproduktionen, ja, ihr seid herzlich willkommen. Also wir machen eigentlich rund um das Thema E-Mobilität fast alles. Ihr habt ja einen, wenn nicht den größten deutschen YouTube-Kanal zum Thema Elektromobilität. Was hat es damit auf sich? Wollt ihr die Nähe zum Kunden oder was ist die Idee dahinter? Die Idee war einfach, also es war eine Passion. E-Mobilität ist für mich eine Passion. Es ist ein Lebensgefühl und ich wollte es einfach nach draußen transportieren. Es gab niemanden, der es großartig gemacht hat. Alle haben irgendwie immer von Autos oder Fahrrädern gesprochen. Wer hat sich mit dem Thema beschäftigt? Wir haben dann irgendwann damit angefangen, 2015. Mittlerweile haben wir es geschafft, dass wir ein Gesetz haben für Elektrokleinstfahrzeuge. Wir haben also auch 1,5 Jahre im Bundestag mitgesessen. Wir haben mit dem Verkehrsminister diskutiert. Wir haben jetzt am Wochenende allein eine Demonstration, wo es darum geht, dass wir E-Fahrzeuge ohne Lenkstange in den Straßenverkehr implementieren, damit Deutschland einfach einen Schritt weitergeht, was das Thema Elektromobilität betrifft. Ich merke, Elan und Leidenschaft, das schwappt wirklich über. Du brennst für das, was du tust. So sieht's aus. Nachhaltigkeit ist aber auch ein Thema, wenn es um Elektromobilität geht. Inwiefern ist das bei euch implementiert bzw. gehört mit zur Philosophie? Ja, also generell suchen wir uns natürlich Firmen, wo wir wissen im Endeffekt, dass die zum Teil auch in Deutschland produzieren. Und wir gucken ganz genau, wo gibt es regionale Anbieter. Ja, wir haben also auch 1, 2 Hersteller, die hier in Deutschland direkt produzieren, die schweißen hier ihre Rahmen, die holen sich ihre Motoren aus Süddeutschland. Das ist doch geil. 90% der Ware kommt aber immer noch aus Asien. Warum? Die Chinesen haben es mittlerweile verstanden. Die machen das seit 20 Jahren, die leben das Thema in dem Fall. Aber die Deutschen denken langsam um und wir sind dran. Danke Marcel für diesen Eindruck. Viel Erfolg bei euch weiterhin. Danke. Nun ist es an der Zeit, die Straßen mit all den bayerischen Städtenamen zu erkunden. Hören wir uns doch mal um, wie die Leute hier so ticken, was sie an ihrem Kiez lieben und warum es sich lohnt, hier zu leben. Ich habe hier mit meinen beiden Kindern gewohnt, meine beiden Kinder sozusagen hier großgezogen und es ist ein angenehmes Viertel. Jeder ist willkommen, solange er irgendwie anständig ist. Es interessiert sich
gar nicht niemand für Herkunft, Hautfarbe oder irgendwas. Juckt eigentlich keinen. Hauptsache, du bist ein cooler, netter Mensch und dann bist du hier herzlich willkommen, meiner Meinung nach. Hier gibt es total viel zu sehen, viele Leute, Schwule, Lesben, alles Mögliche. Jeder ist dabei, alle werden toleriert, alle Leute sind gut drauf und genau, hier fühlen sich alle wohl. Ja, es ist Geschichte pur, mit den ganzen Sachen, was hier halt früher passiert ist, im Zweiten Weltkrieg und davor. Ich finde es sehr gut, was dieser Stadtteil eben tut für die Geschichte, dass daran erinnert wird und ja, das freut mich. Der Buchladen am Bayerischen Platz blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Auch prominente Zeitgenossen vergangener Tage gingen hierher zum Schmökern, aber seht selbst. Wenn Sie mich fragen, wer ich bin, antworte ich normalerweise, ich bin die Buchhändlerin. Mein Name ist in Wirklichkeit Christiane Fritsch-Weid. Ich bin die Buchhändlerin vom Buchladen Bayerischer Platz in Schöneberg. Der Buchladen wurde von Benedikt Lachmann gegründet, 1919, genau hier am Platz. Er hat den Namen nicht umsonst. Benedikt Lachmann hat natürlich das große Problem gehabt, dass er als Jude sofort ins Visier des Staates einerseits, aber, das muss man auch sagen, nicht sehr gerne, des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels geraten ist. Denn der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, unsere Standesorganisation, wenn Sie so wollen, hat sich 1933 von allen jüdischen Büchern, allen jüdischen Autoren, allen jüdischen Verlegern und natürlich auch allen jüdischen Buchhändlern getrennt. Nach Lachmann kam erst noch Paul Beer, das ist derjenige, der die Kriegszeit überdauert, 1975, genau am 1. April, und das ist kein Scherz, komme ich, kaufe diese Buchhandlung, weiß nicht, was vor mir liegt, gehe es aber mit Schwung an. Der Buchhändler oder die Buchhändlerin sind sozusagen die Vermittlung zwischen dem Buch und dem Leser. Es geht im Grunde genommen auch immer wieder darum, das richtige Buch zu finden, den richtigen Leser zum Buch zu finden. Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, wäre es nicht so, dass wir Buchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort stehen und mit euch darüber reden, dann würden viele Bücher auch keine Bestseller werden können, weil sie nicht einfach nur plakatiert werden können. Bei uns können Sie alles kaufen, vom kleinsten Neugeborenen bis zum Reiseführer, zum Taschenbuch, zur Belletristik, dem literarischen Buch und dem guten Kriminalroman. Im vergangenen Jahr ist der Buchladen 100 Jahre alt geworden und in diesen 100 Jahren bin ich erst die dritte Eigentümerin und Inhaberin der Buchhandlung. Die Essenz, eigentlich das, was der Geist dieser Buchhandlung ist, den Lachmann schon hineingegeben hat, der wird gehütet, obwohl sich die Buchhandlung immer weiterentwickelt. Das ist sozusagen das Wichtigste für mich dabei. Wir entfremden uns nicht, wir bleiben, wie wir sind und sind trotzdem jeden Tag neu. Was ist hier so besonders? Also, wenn Sie sagen, 3 Lieblingsorte, dann würde ich sagen, freue ich mich auf alle Fälle über den Schöneberger Volkspark. Das ist wirklich die grüne Lunge, das ist das Vergnügen für jeden hier. Zweitens könnte man nennen den Goldenen Stern, der mit bayerischer Küche hier am Platz sich etablieren konnte. Und als drittes würde ich vielleicht noch Törner nennen, das große Schreibwarengeschäft hier um die Ecke, das alle Wünsche erfüllt und wo man sagen kann, das ist wirklich großartig, da werde ich 3-mal am Tag danach gefragt. Frank und Martina, besser bekannt als die Humus Guys, haben nach eigener Aussage den Humus neu erfunden. Was das heißt und wie man darauf kommt als ehemalige Kommunikationsprofis, fragen wir jetzt einfach mal nach. Die Idee, eine Humusmanufaktur zu eröffnen, kam vor etlichen Jahren. Das war ungefähr vor 6 Jahren, als wir eine Weltreise gemacht haben und in Australien, Neuseeland festgestellt haben, dass man noch ein bisschen mehr mit der Kichererbse machen kann, als es hier in Deutschland gemacht wird.
Hummus Sapiens gab es schon, Hummus Factory fanden wir zu belanglos und wir sind halt, naja, wie begrüßt man Leute in Amerika? Hey Guys, also die Hummus Guys. Die Guys sind zwei, nämlich Martina und ich. Ich habe die letzten 35 Jahre als Berater in der Werbung verbracht und hatte irgendwann gedacht, nee, nach 20-maliger Transformation soll ich die digitale Transformierung jetzt mal nicht mitmachen und habe mir überlegt, was anderes zu machen. Hummus ist eine Kichererbsenpaste, die aus pürierten Kichererbsen besteht mit vielen Kleinigkeiten, die dazukommen, wie zum Beispiel Sesampaste, das Tahini oder Tahin, wie es auch genannt wird. Und dann gibt es viele unterschiedliche Dinge, die in jedem Hummus drin sind, die bei uns sich dann noch ergänzen mit zum Beispiel karamellisierten süßen Zwiebeln und Balsamico-Essig oder sonnengetrocknete Tomaten und Basilikum. Das Thema Nachhaltigkeit hat bei uns eine sehr große Rolle. Die Schalen, die wir verwenden, indem wir den Hummus abfüllen, sind PLA-Schalen, die werden gewonnen aus Maisstärke, sind kompostierbar. Wir wollen unsere Erde ja nicht zerstören, wir wollen ihr eigentlich so weit helfen, dass wir noch lange, lange hier drauf leben dürfen. Das war eine weitere Folge Einfach dein Kiez, dieses Mal aus dem Bayerischen Viertel. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über ein Like und natürlich über ein nettes Kommentar. Weitere Folgen findet ihr übrigens hier oder hier.